Herzlich willkommen zu meinem neuen Videokurs. Ich möchte heute ein Lied spielen, es heißt Dear Old Dixie. Und das ist der erste Durchgang vom Earl Scruggs. Da kommt eine neue Technik vor, ein Choke, sagen die Banjo-Picker. Also das ist ein Saitenziehen. Und ich möchte es mal vorspielen. Und später erkläre ich dann das Ganze nochmal genauer, ja? Also, bis später. Ja, ganz schön schnell, wie ich finde. Ja, als erstes sollten wir mal die Tabulatur downloaden und ausdrucken. Ganz unten ist der Link dazu. Das Stück Dear Old Dixie ist der erste Teil von Earl Scruggs Solo. Es gibt auch einen zweiten Teil. Ich habe aber nur den ersten Teil aufgeschrieben. Der zweite Teil ist zu komplex. Für mich jedenfalls. Dann steht auf der Tabulatur rechts oben die Fingersätze der rechten Hand. Also T ist eben Thumb, Daumen, I ist Indexfinger, Zeigefinger, und M ist Mittelfinger. So, also jetzt nehmen wir mal so einen Capo-Taster, falls man sowas hat. Auf der Tabulatur steht ja dort ein Capo-Taster, erster First Fret, also am ersten Bund. So ein Capo-Taster da, der ist jetzt für Mandoline und für Five-String-Banjo. Es gibt aber inzwischen auch nur Capo-Taster für Five-String-Banjos. Aber der ist ganz gut da. Ich wollte es mal ein bisschen zeigen. Ich spanne den da mal am ersten Bund auf. Ganz kurz hinter dem Bundstäbchen. So, lass den einrasten. Und dann muss man auch noch auf der Capo-Schiene den ersten Bund einpassen, einrasten. So. Jetzt ist das Ganze nicht mehr in G-Dur, sondern es ist in Gis bzw. in As-Dur. As-Dur ist eine weiche Tonart und klingt eben besser. Die Profis, die nehmen halt sowas ganz gern. So, da ist es fest. Dann die Picks. Einmal. Zweimal, dreimal, so. Das Ganze ist ein 2/2er Takt, also man zählt nur bis 2. Man kann aber auch bis 4 zählen. Ich zähle aber lieber gern bis 2. Und das ganze Stück hat 105 Beats, also jeder halbe Schlag hat eben die 105 Beats. Das Zeichen nach dem Tab, da ist so ein C, wo dann Durchstechen ist, das ist das Zeichen für 2 halbe alla breve, sagt man auch dazu. Und dann muss man wissen, das beginnt mit einem Auftakt. Das ist ja eigentlich nur ein Zähler. Und dann gibt es noch eine Einzählautomatik und die zählt halt dann ein 1, 2, 1 und bei 2 muss man dann anfangen. Also
vielleicht so. 1, 2, 1, 2, so, 1, 2, 1, 2. Und da kommt eben schon dieser Choke. In der Gitarre heißt es Bending. Es ist ein Saitenziehen und dies wollte ich mal genauer erklären. Der erste Choke kommt da ganz am Anfang. Und das würde so gehen. Bei der Gitarre nimmt man 3 Finger. Ich würde vorschlagen, bei dem Banjo nur 2 Finger zu nehmen. Den zweiten und den dritten Finger. Da steht eine 11. Und wir müssen es hier auf 12 machen, weil ja der Capo-Taster ist. Wir müssen immer einen Bund höher rechnen. Ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Und bei dem anderen, wie hier dem Capo-Taster und wie hier dieser Capo-Schiene, wer sowas nicht hat, der kann das auch ganz normal in G-Dur spielen. Also kein Capo-Taster und die Capo-Schiene nicht einrasteln lassen. Geht auch, aber dann ist es halt nur ein G-Dur. Aber ich wollte es dann schon nutzen mit den As-Dur. So, jetzt zurück zu dem Choke. Also ich muss von 12 ziehen. So. Gar nicht so, da steht eine halbe Note, dass man halbe Note zieht. Vielleicht eine Viertelnote, ein bisschen nur. Und sonst nichts, keine Finger sonst woanders hin. Also nur das. Und der zieht dann zu diesem Ton auf der D-Seite. Also so. Also insgesamt hört sich das dann so an. 1. Ja. Früher haben wir gesagt, das ist ein Katzenjammer, aber ich bin ja jetzt ganz anderer Meinung. Wenn man immer nur mit Slide spielt, mit Hammer-Ons und Pull-Offs, das ist ja ganz gut, das klingt aber alles sauber. Und das bringt die Dissonanz und die Schräge von dem Stück oder auch von anderen Stücken. 1. Das ist so die Einleitung. Ja, und dann geht's auf das Thema hin. Das ist dann der Takt 7. Der Takt 5. Auf jeden Fall die zweite Zeile. Es bleibt ein bisschen weg. So, das sieht man das besser. Dann kommt eben wieder so ein Choke. Da im 4. Takt in der 2. Zeile. Klingt es dann. Dann wechselt man auf einen C-Akkord. Das ist natürlich bei uns dann ein Des-Akkord, weil es ja alles ans Höhe ist. Und jetzt wieder diesen Choke. Oh. Beim ersten Mal muss man die D-Seite drücken, beim zweiten Mal ist die D-Seite leer, wie man sieht. Wir sind jetzt im Takt 15, also in der 4. Zeile. Nochmal.
den Rhythmus achten. Am Anfang kommt die immer eine Viertelnote und dann sind es laute Achtelnoten. Also die erste ist immer lang. Ich versuche mal dazu zu zählen. 1, 2, 1, 2. Dann geht es zu einem A-Akkord. 10. Bund, das ist dann bei uns der 11. Und dann kommt wieder das Thema. Wir sind jetzt 20 im 21. Takt. So, zu dem C-Akkord bzw. Des-Akkord. Jetzt so ein Hammer-on. Bisschen zurückrutschen und dann einen H-Akkord machen. Mit einem großen Barré, weil er auf der 5. Seite den 7. Bund noch braucht. Und dann wieder zum C-Akkord bzw. Des-Akkord. So, und jetzt ist man, ich habe es hingeschrieben beim E7-Akkord und das ist dann halt bei uns ein F-Akkord. Also in einem F-Shape, in einer F-Gestalt. Dann geht man mit einem Slide runter und geht dann zum A7-Akkord, das dann für uns B7-Akkord ist. Also wo war es jetzt? Das ist D7, S7 ist es dann. Und dann dieser Schlusslick. Also so. Und dann ist es auch aus. Also ich spiele es mal ein bisschen vor. Nochmal von vorne. Und dann geht es eben auf das. Ich spiele viele Stücke auswendig. Zum Beispiel da ab dem E7-Akkord, wo es das so hoch geht. Allgemein, wenn man auf diese Tablatur schauen muss. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal.